Das Licht ist ein vollkommen zentrales Thema in der Architektur. Es gibt keine Architektur, die nicht sein Wesen verändert oder durch das natürliche Tageslicht. Ich habe ja eigentlich meine Laufbahn begonnen als Fotograf, nicht als Architekt. Also nicht durch das Entwerfen, Bauen von Häusern, sondern durch das Betrachten und Anschauen von Häusern. Und das ist eine der eindrücklichsten Erfahrungen, die ich als Fotograf gemacht habe, wie sich ein Raum vollkommen verändert in der Wahrnehmung, durch den Einfluss der Tageszeiten, durch den Einfluss der Witterung, durch den Einfluss der verschiedenen Jahreszeiten. Das Tageslicht ist in jedem Bereich der Architektur wichtig, oder? Und es wird oft diskutiert und kriegt eine spezielle Erwähnung im Zusammenhang mit Museen und Kunstwerken, aber eigentlich ist es auch essentiell für ganz alltägliche, gewöhnliche Aufgaben, oder wie den Wohnungsbau oder auch hier den Schulhausbau. Und ich denke, es ist nicht ein, sagen wir, außergewöhnliches Thema, oder, das nur gewissen Teilbereichen der Architektur vorbehalten bleibt, sondern es ist ein essentielles, ein grundsätzliches Thema, oder, das in jeder einzelnen Aufgabe der Architektur ganz bedeutend ist. Also das Spannendste für uns an dieser Aufgabe war es ja, dass man ganz verschiedene Programme in einem einzelnen Körper untergebracht hat. Und dass eigentlich diese Zusammenführung auch erst durch das Licht wirklich eine Schönheit kriegt, oder, im Alltäglichen, weil dieses Haus ist quasi vollkommen aufgelöst, oder? Es gibt keine geschlossenen Wände, es ist alles Glas, aber unterschiedliches Glas. Die Innenwände, sie sind nicht geschlossen, sondern die sind so transluzent, man sieht so vorhangartig hindurch. Das Licht kommt auch über die Innenwände auf die großen Pausenhallen. Und die Fassade ist auch vollkommen geöffnet, also nicht nur das Licht hineinkommt, sondern auch, dass der Blick sich über die Terrassen und Balkone auf den parkartigen Außenraum hin ausweitet. Und erst das macht es möglich, überhaupt diesen kompakten, tiefen, gedrungenen Kubus zu erfüllen, oder, mit Eindrücken, die sich eben ständig auch verändern durch das Spiel des Lichtes. Wir haben für jeden Abschnitt des Gebäudes, für jeden unterschiedlichen Funktionsbereich unterschiedliche Raumhöhen. Und dadurch ist das Erdgeschoss eher so ein bisschen dunkel, oder? Gleichzeitig richtet sich der Blick nach außen auch viel stärker, auch durch diese komprimierte Höhe. Und dann in der Turnhalle, dass das andere Extrem ist, oder, öffnet sich der Blick vollkommen nach außen. Es ist der höchste Raum, der von allen Seiten eigentlich auch direktes Sonnenlicht kriegt, oder? Es ist ein Platz wie unter einem Vordach, wenn hier der Unterricht stattfindet. Und dazwischen gibt es natürlich wie eine Abstufung unterschiedlichen Höhen und Tiefen, so dass man unmerklich eigentlich, wenn man sich in die Höhe bewegt, auch immer mehr in lichtere Höhen, in lichtdurchflutetere Abschnitte des gleichen Hauses, des gleichen Organismus bewegt. Für mich ist das Tageslicht von zentraler Bedeutung in jedem Bereich der Architektur. Und ich denke auch in einer Aufgabenstellung wie zum Beispiel einem Spital, oder, ist es ganz wichtig, wie
das Licht in die Krankenzimmer, in die Krankenstation geführt wird, aber auch im Wohnungsbau ist es von zentraler Bedeutung. Und sehr oft ist das Licht etwas, was nur unbewusst wahrgenommen wird, oder? Was fast das subjektive Empfinden eines Raumes verändert oder das subjektive Empfinden einer Situation verändert. Und in dem Sinn ist es ein ganz komplexes Thema, oder? Das man nicht reduzieren kann auf ein paar einfache, messbare Fakten wie Verhältnis Fassadenöffnung zu Bodenfläche und so weiter und so fort. Sehr oft wird das Licht eigentlich in seiner ganzen Komplexität vergessen, oder, in der Architektur. Es gibt zwar Vorschriften, wie groß eine Öffnung in einem Gebäude sein muss, für welche Nutzung, aber das beschreibt noch keine Qualität, oder? Das beschreibt nur ein Ausmaß, eine Quantität. Und die wichtigste Beschäftigung in der Architektur, finde ich, ist eigentlich die, wie eben das Licht die Wahrnehmung verändert eines Raumes.